Mein Name ist Silvan Klaudrath. Ich bin quer durch Deutschland gereist, um mich mit den spannendsten Führungspersönlichkeiten auf einen Kaffee zu treffen. Heute bei Culture Café Tamas Georgadze, der CEO von Raisin. Also, wir sind auch immer auf der Suche nach dem ganzen Thema Gender Gap, Repräsentanz und beschäftigen uns da ein bisschen mit. Und ich bin immer so hin und her gerissen, was dieses Thema angeht, weil es so komplex ist, so vielschichtig, so schwer zu sagen, was jetzt genau richtig ist. Und die Frage, die ich mich jetzt vor unserem Gespräch gefragt habe, ist dieses ganze Thema mit der Quote, die wir momentan haben, insbesondere jetzt bei den großen Konzernen, ist das richtige Mittel? Ich habe die Antwort nicht. Wie ist deine Meinung dazu? Ich habe auch keine Antwort. Also wir sitzen auch öfters dazu und überlegen, wie wir unseren Gender Gap schließen können oder gesünderes Verhältnis erreichen können. Weil schon eine Wertung drin ist, ne? Du sagst, gesund ist ja schon eine Wertung, by the way, ne? Ja, ich glaube, aber es ist gesund. Also tatsächlich ich war in irgendwie All-Male-Teams und ich war in gemischten Teams und das ist immer besser für das Ergebnis und für die Art der Zusammenarbeit, wenn man möglichst divers ist und nicht sich in einem Präjudiz zu einem gewissen Thema gegenseitig verstärkt. Das heißt, wenn man nur gleiche Typen hat, dann man sieht nur einen Teil von dem Ganzen. Die Perspektive ist sehr beengt. Und also wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass die Quoten auch nichts helfen, weil man am Ende auch die Chancengleichheit für alle wahren will. Ja? Das heißt, wenn es tatsächlich einen guten Kandidaten gibt, der besser equipped ist, um die neue Rolle wahrzunehmen, dass es schon in die Überlegung reinspielt oder tatsächlich die Frage ist, irgendwie hat jetzt hier bei der Entscheidung eine Gender-Rolle gespielt oder nicht. Das ist wahrscheinlich für die Firmenkultur nachteilhaft. Wir sind Meritocracy-based oder Merit-based, das heißt, irgendwie man wird ohne Vorurteile angeschaut und man wird nach seinem Verdienst und nach seinen Fähigkeiten promoted. Und das wollen wir auch beibehalten. Was wir allerdings erreichen wollen, ist, dass wir die Gründe angehen, warum Frauen dann in gewissen Situationen dann nicht berücksichtigt werden oder warum die jetzt auf gewisse Profile keine Lust haben oder warum sie sich benachteiligt sehen. Da machen wir gewisse Sachen. Also auch ich persönlich, habe eigentlich Gender Balanced Team und mehrere, also von meinen 4 direkten Reports sind 2 weiblich und von 5 sind 3 weiblich, also Mehrzahl. Für mich ist es wichtig, dass sie ihre familiäre Perspektive genauso bewahrt sehen und dann wir volle Flexibilität mitbringen. Eine davon ist im Mutterschutz und kehrt gerade zurück, zweite davor war gerade im Mutterschutz und also für mich ist das, ich bin auch ein Vater, ich verstehe es genauso. Ich würde jeden dazu ermuntern, mehr Zeit mit der Familie zu bringen als weniger Zeit. Und wenn es halt eine Möglichkeit gibt, und es gibt immer die Möglichkeiten, die Firma hilft immer, das möglich zu machen. Ja? Das heißt, entweder durch externen Support oder man gleicht aus, man definiert die Rolle neu und das gibt immer eine Möglichkeit, dass man in diesen Situationen hilft. Genauso wie diese Personen, Männer wie Frauen, uns als Firma in außergewöhnlichen Situationen genauso helfen. Ja? Ja, und Mutterschaft ist eine komplett gewöhnliche Situation, also darauf muss jede Firma eingestellt sein und dafür die Voraussetzungen mitbringen. Also deshalb, ich glaube, so im Konkreten helfen und ermöglichen und diese Balance Familie und Beruf als Teil der Kultur zu haben, das ist am Ende wichtig. Jetzt sprichst du gerade über Elternzeit. Elternzeit ist ja eine Funktion von staatlichen Rahmen. Wir haben hier in Deutschland ein eher protektives Arbeitsrecht, also was arbeitnehmerfreundlich ist. In meiner persönlichen Empfindung, by the way, eher gut. Und das französische Recht, würde ich sagen, ist noch protektiver, also es ist an manchen Stellen sogar sehr
im Weg stehend, was selbst Arbeitnehmer teilweise sagen. Also habe ich selbst Erfahrung mit, dass sie sagen, Mann, jetzt müssen wir diese blöden Urlaubstage, muss ich jetzt nehmen, weil wenn du krank bist, dann werden die ja übergetragen. Also ich weiß nicht, wie du das kennst, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es eher ein komplizierter Markt. Und jetzt weiß ich nicht, wer von den Zuschauern alles volkswirtschaftlich bewandert ist, aber da gibt es ja zwischen Smith, Keynes und Marx ganz unterschiedliche Spektren, wie man so einen Markt irgendwie gestalten kann. Gedanklich, welcher Schule folgst du eher? Ich bin eher auf der Seite das Marktgeschehen gewähren lassen und dann erst umverteilen. Also nicht tatsächlich in den Markt angreifen mit zu vielen Regelungen, sondern man kann, also ich bin ein großer Freund von Steuern, ich zahle auch alles, was dem Staat zusteht und ich finde transparente und für einfache Menschen auch verständliche Steuern ohne viel Optimierungsmöglichkeit ist genau das, was ein Staat braucht. Damit aber haben Unternehmen oder in der Wirtschaft handeln, sollten auch die Freiheit haben, tatsächlich im freien Markt zu agieren. Ja? Also das heißt, im freien Markt oder mit Umverteilung danach. Das ist so meine grundsätzliche Einstellung. Was nicht heißt, dass ich jetzt also ich finde es genauso, wie du es gesagt hast, ich finde es genau richtig, Familien zu unterstützen, wenn eine Veränderung im Leben kommt und irgendwie eine dritte, vierte, fünfte Person dann auf einmal da ist. Ich komme aus Georgien, da gibt es das gar nicht. Also ich glaube, die Eltern bekommen, und das ist nur die Frau, also nicht der Vater, bekommt 4 Wochen frei. Das heißt, da ist man komplett auf die Familie angewiesen. Also das heißt, wenn es nicht die Omas und Opas gibt, die da helfen können, dann ist quasi Familie entweder versperrt, wenn man im Beruf erfolgreich sein will, oder man muss sich auf das klassische Rollenbild wieder zurück besinnen. Funktioniert auch irgendwie, ja. Also es gibt auch moderne, arbeitende Mütter, die dann in den 4 Wochen dann irgendwie und dann gibt es dann tatsächlich den Familienrückhalt. Ich finde es nicht optimal. Es gibt ja das Konzept des Subsidiaritätsprinzips und das verschiebt sich ja dann einfach. Also zum Beispiel, wie du gerade sagst, in Georgien, da ist sehr viel von dem Kreis direkt um dich drumherum und in Deutschland beispielsweise ist einfach mehr Support von den größeren Kreisen um dich herum entstanden. Also es gibt natürlich ganz unterschiedliche Konzepte und tatsächlich auch nicht nur Unternehmenskulturen, sondern Kulturen. Was mir wichtig ist, dass wir auch in diesem Format, wir haben jetzt schon über zum Beispiel den Gender Gap gesprochen, aber dass wir auch klar sagen, zumindest ich klar sage, ich glaube, es ist wichtig, dass wir eine offene Gesellschaft sind und dass wir Dinge tun gegen Xenophobie, also dass wir gegen Ausgrenzung von Andersartigen vorgehen und allein schon durch die Repräsentanz, dass wir hier darüber sprechen. Wo ich hin will mit der Frage, dass wir das als Gesellschaft machen, ist, glaube ich, essentiell. Welche Rolle hat eigentlich eine Firma da drin? Also als wir hier ankamen, bin ich durch die Gänge hier gegangen und das wirkt wie ein sehr bunt gemischter Haufen, wenn ich das so flapsig sagen darf, ganz positiv gemeint. Vermutlich, ist jetzt nur mein Vorurteil, habt ihr damit nicht täglich zu kämpfen intern. Aber tut man trotzdem irgendetwas? Und welche Rolle hat man als Firma eigentlich in diesem großen Ganzen eines Landes? Also ich glaube auch, also die Firma jetzt als Unternehmen hat ein Ziel, das ist am Ende steht der Mehrwert, der zu einer Gewinnerzielung führt. Ja? Und das kann man jetzt nicht, das ist kein soziales Subjekt, was dann eine Meinung zu jedem gesellschaftlichen Thema haben sollte. Nichtsdestotrotz durch unsere Vision, dass wir das Sparen und Investieren für Leute transparent, einfach machen und lohnend machen. Und das Produkt, was eigentlich europaweit ist, haben wir eine gewisse gesellschaftliche Einstellung. Also wir finden europäische Integration natürlich gut, wir finden offene Grenzen gut, wir finden mehr Möglichkeiten besser als weniger Möglichkeiten und Einschränkungen. Also das ist auch, wenn wir politische Meinung haben oder uns gesellschaftlich engagieren und auch im Lobbying uns engagieren, sind das die Themen, die uns umtreiben. Ja? Also europäischer Binnenmarkt, offene Grenzen, Vereinfachung der Abschlussmöglichkeiten für den Kunden, digitale Identität. Das heißt, das ist so die Unternehmenseinstellung, die dann auch bedingt, dass wir natürlich gegenüber anderen Nationen offen sind, ja, und dass wir auch Leute anziehen, die auch der offenen Lebenseinstellung oder Welteinstellung nahestehen als eine geschlossenen und ausgrenzenden, weil sonst, also man würde das mit dem Produkt ja nichts anfangen können, wenn man
Banken aus 25 Ländern hat und Kunden aus 31 Ländern. Das ist so ein bisschen widerspricht der Ausgrenzung. Deshalb, also unser Produkt bedingt eine gewisse Einstellung. Du hast ein paar Mal schon Richtung Georgien Kommentare gesagt, wie sich das damals anfühlte, wenn wir über Führungs- und Unternehmenskultur sprechen. Ich glaube, es ist ja relativ früh weg aus dem Land, das heißt, vielleicht hast du da jetzt nicht gearbeitet, aber kannst du was sagen, wie sich das vielleicht vergleicht, die unterschiedlichen Kulturbereiche, was Unternehmenskultur angeht? Also Georgien ist eines der Länder, was, glaube ich, so den größten Umbruch eigentlich seit dem Zerfall der Sowjetunion erlebt hat. Also als ich das Land verlassen habe, war es also Clanstrukturen, fast schon mafios, sehr familienbezogen. Also tatsächlich dieser kleine Kreis, den du beschreibst, der hat auch in einem kleinen Land auch toxische Wirkungen, weil man hilft natürlich sich gegenseitig in der Familie. Die Familie sind dann verbunden, Verwandtschaft ersten Grades und so weiter. Also es führt schon von Kleinkorruption bis zur Vetternwirtschaft. Und das Land hat einen enormen Wandel erlebt. Also mittlerweile in den Korruptionsindizes ist das mit vorne, also tatsächlich vor den meisten Ländern in Ost- und Südeuropa. Das gibt ja auch die Gesellschaft so ein bisschen zweigeteilt. Es gibt so tatsächlich dieses junge, sehr weltoffene Georgien. Als kleines Land ist man ohnehin ja auf Handel, Dienstleistungsfreiheit, offene Grenzen angewiesen, was ja für diese Menschen tatsächlich auch einen Vorteil hat. Und eine ältere Gesellschaft, die eher aus dem anderen Machtkonzept oder Management-Erfahrung und Struktur kommt, wo es fast täglich auch zu einem Clash der Kulturen in dem Land führt. Ja. Was die Managementkultur selber angeht, das Land hat ja keine klassischen Corporates oder gelisteten, also es gibt sehr wenige gelistete Firmen, es gibt 4 oder 5, die allesamt in London gelistet sind. Ich sitze im Aufsichtsrat von Bank of Georgia, die eine der größten oder Market Cap seitig die größte solche Firma ist. Es gibt viele familiengeführt, also tatsächlich Leute, die was gegründet haben und dann ein großes Unternehmen, also kleine Oligarchen oder tatsächlich familiengeführten Unternehmen, wenn man es positiv ausdrückt, die sind natürlich so auf einzelne Personen gemünzt und sind auch in erster Generation, weil es gab noch keinen Generationsübergang. Also die ältesten von denen sind 10, 15 Jahre alt. Das heißt, es ist so einzelpersonengeführte Unternehmen und 5 AGs, die gelistet sind. Also das ist so quasi das ganze Spektrum an Unternehmenskultur und Führungstypus, den es da gibt. Also sehr personenbezogen, damit auch gewisse, also das sind dann nicht mehrere Gründer, sondern typischerweise einer und eher sehr transparente Quartals-Reporting, Listing und externer Audit und so weiter, die dann an der Börse gelistet sind.